Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. Heute beschäftigen wir uns mit der Weiterleitung, damit eure Geräte in eurem Heimnetzwerk wieder erreichbar sind. Viele betrifft es schon, die anderen werden nachziehen. Das Problem an dieser Sache ist das sogenannte NAT oder auch CG-NAT genannt. Das heißt, ihr bekommt von euren ISP, Internet Service Provider, eine private IP-Adresse zugewiesen, die in euer Heimnetzwerk geroutet wird. Damit könnt ihr surfen, aber ihr könnt eure Geräte zu Hause nicht erreichen. Keine Kaffeemaschine, keine Webcam, kein Staubsauger, kein Licht, keine E-Mail-Server, keine Websites. Gut, IPv6 würde das ganze Problem eigentlich lösen. Es gibt es aber seit 10 Jahren. Die Umsetzung ist spärlich, wenn überhaupt schleppend, um es freundlich auszudrücken. Was ich für einen großen Fehler halte, weil wenn wir dieses Protokoll nicht benutzen, wird es auch nicht weiterentwickelt und es würde für die Zukunft sehr viele Probleme lösen und man könnte anhand einer globalen IPv6-Adresse einfach seinen Dienst auf einer x-beliebigen Maschine freigeben. Wäre alles so einfach. So, was bedeutet CNAT für uns, CGNAT für uns? Also wir haben keine IP-Adresse V4, die wir erreichen können im Internet. Die brauchen wir aber. IPv6 wird genauso getunnelt, also geblockt mit CNAT, was total hirnrissig ist, wie die IPv4. Und mit DynDNS kommen wir da auch nicht mehr weiter, weil die IP-Adresse, die wir da kriegen, nicht rückwärts aufgelöst werden kann. Das heißt, ihr habt eine IPv6-Adresse, könnt ihr im Internet aufrufen, die kommt nicht bei euch an. Gleiches gilt für IPv6. Mögliche Lösungen sind Fritzbox, die kann das Problem umgehen. Man kann da einen IPv4v6-Tunnel einrichten. Die genauen Voraussetzungen und Einrichtungsprozedere ist mir nicht bekannt, da ich eine solche Box nicht besitze. Hier auch nicht bekomme. Ja, bekomme schon für viel Geld. Ja, toll. Zweite Möglichkeit ist die Einrichtung eines IPv6, IPv4-6 oder 6 zuvor Tunnel. Ihr braucht aber in der Regel eine Internet-IPv4-Adresse im Internet. Wenn ihr die habt, ja, habe ich das Problem eigentlich schon erschlagen. Die kann ich nämlich dann auch auf meinem Router weiterleiten. Ja, okay. Also läuft auch nicht. Dann bleibt uns Cloudflare. Cloudflare verwende ich. Es ist keine Werbung. Ich habe keine Kooperation mit denen oder sonst irgendwas. Es ist einfach nur, was ich benutze. Dort werden wir uns einen entsprechenden Tunnel einrichten und wieder Zugriff erhalten auf unsere Kaffeemaschine zu Hause, auf unseren Staubsauger, auf unser Licht, die Heizung, auf unseren Webserver, Home-Assistent, E-Mail-Server, was auch immer ihr da verwenden wollt. So, dann würde ich sagen, genug gequatscht, lasst uns anfangen. Wir gehen hier links auf Zero Trust. Das dauert jetzt ganz kurz einen Moment. Ja, wenn er den Klick mal wieder nimmt. Das dauert jetzt ganz kurz einen kleinen Moment. Zweiter Versuch. So, jetzt bitte nicht erschrecken. Das ist kein Fraud, das ist kein Fake. Diese Zahlungsinformationen, also die Payment-Methode, müsst ihr hinterlegen. Das geht mit Kreditkarte oder das geht mit PayPal. Cloudflare bucht nichts ab. Das ist sozusagen, man könnte es als KYC, also als Verifikation einstufen, womit einfach sichergestellt wird, dass ihr auch entsprechend diese Person seid, die diesen Service beansprucht. Solltet ihr also Blödsinn eingegeben haben bei der Registrierung, dann wäre es jetzt an der Zeit, das zu korrigieren. Dann noch der obligatorische Hinweis in eigener Sache. Sollte euch das Video gefallen oder geholfen haben, würden wir uns gern über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert auch gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von uns. Dann solltet ihr Probleme mit eurem PC haben, mit Virensoftware, Malsoftware, generell Konfigurationshilfe benötigen, Probleme beim Einrichten, Update-Service, könnt ihr uns gerne unter dem unten im Videobeschreibung angegebenen Link über die KSC beauftragen. Wir übernehmen das für euch für 25 € die Stunde ohne Vertragsbindung oder sonstige Verpflichtungen, völlig unbürokratisch und sicher. So, wenn wir das eingegeben haben, die Zahlungsinformation, dann landen wir auf dieser Seite. Für uns ist jetzt interessant Access
Es gibt hier viele interessante Sachen bei Cloudflare. Da könnt ihr ein bisschen mal spielen oder ich mache mal vielleicht noch ein anderes Video. Dann gehen wir auf Tunnels. Ihr seht bereits, ich verfüge bereits über einen Tunnel, den benutze ich auch, der läuft sehr stabil. Ich mache einen Create Tunnel für euch und wir nennen den Demo Salah. Demo. Das ist ein schöner Name. So, Save Tunnel. Und jetzt kommen wir zur Konfiguration unseres Clients, also unseren Tunnel-Client. Den müssen wir installieren. Das hier ist die Installationsanleitung jetzt für Mac. Es ist wirklich easy, das kriegt ihr so hin, das brauche ich jetzt nicht groß extra erwähnen. Dann gleiches gilt für Windows 64, 32-Bit. Da ist auch schön genau beschrieben, wie das hier funktioniert. Ne? Cloud for Service Install, dann die Token, ja. Die Token kann ich drin lassen, weil den Kanal lösche ich ja wieder. Das ist unrelevant, die brauche ich jetzt nicht mal überblenden. Das ist bloß ein Test von einem Mac hätten wir. Dann gibt es Debian, Ubuntu. Da gibt es alle Versionen, die ihr brauchen könnt. Dann haben wir Red Hat. Und der interessantere Teil ist Docker, da muss man sich, wenn man es mit Docker Compose macht, ein bisschen rumspielen. Der Run-Befehl, den könnt ihr so übernehmen, wie er ist. Wichtig ist eigentlich dieser Befehl, ihr habt diesen Run-Befehl, Cloudflare Tunnel. So, dann haben wir der letzten Version, dann den Tunnel, den Parameter Auto-Update auf No gesetzt und Run und dann dieser Token. Dieser Token, der lässt sich wieder nicht markieren, ist ja wieder toll, ist egal. Also der geht von hier, von EY bis hier J9. Das ist euer Token. Den braucht ihr. Das seht ihr auch hier bei Windows, da ist dieser Token. Bei Mac OS ist dieser Token. Das identifiziert den Tunnel-Client, den Token. Ne? Also mit diesem Token weiß dann Cloudflare automatisch, zu welchem System das gehört. Okay, die Docker-Geschichte. Den Docker-Run-Befehl, den könnt ihr also wie gesagt astrein übernehmen. Euer Token beginnt bei EY und hört bei J9 auf. Das bitte einfach immer wieder im Kopf behalten, das ist die Identifikation eures Tunnels und diesen Key behaltet auch für euch, diesen Token, den gebt ihr auch nicht weiter. Sonst könnten da andere sich einklinken. So, dann Docker Compose. Ich blende euch das mal kurz ein. So, die erste Variante ist, das ist die Docker 1 Version. Das ist die offizielle, ich schiebe das Zeug mal hier weg. Das ist der offizielle Tunnel, der so konfiguriert werden soll. Bei mir hat das nicht so funktioniert. Ja, es ging, aber ging nicht so richtig. Also es war ein bisschen instabile. Ich habe mich dann ein bisschen rumgespielt und natürlich eine andere Version zusammengestöpselt. Und das ist die hier, die Docker Compose YML Version 2. Das ist die, die bei mir funktioniert. In beiden Fällen müsst ihr hier euren Token einsetzen, das hier ersetzen gegen euren Token, beziehungsweise das hier ersetzen mit eurem Token. Genau. Der kleine Strich hier bleibt hier, weil der mit dem anderen Strich hier beieinander ist. Das ist die Geschichte zu diesem Token und der Docker Compose. Die Docker Compose stelle ich euch in einem kleinen Skript noch zur Verfügung. Ob ich das über Cloudrive bisher mache oder über meine neue Homepage, die jetzt dann so vom Layout her schon mal wenigstens fertig ist, das weiß ich noch nicht. Ich werde es euch auf alle Fälle in der Videobeschreibung verlinken. Okay, um jetzt weiterzumachen und parallel mitarbeiten zu können, sollte euer Tunnel jetzt online sein. Wenn ihr den jetzt noch nicht online habt, also eine dieser Befehle hier oben ausgewählt habt und das produziert habt, solltet ihr es jetzt tun, um diesem Video weiter parallel folgen zu können. Okay? Ihr könnt das Video an dieser Stelle pausieren und dann fortsetzen, wenn ihr den Tunnel online habt. So, wir gehen jetzt mal hier in diesem Fall weiter auf unseren aktiven Tunnel. So, das jetzt mal zur Erklärung. Ich habe jetzt hier zwei Tunnel am Laufen. Also, nee, Quatsch. Zwei Hostnamen am Laufen, die durch diesen Tunnel laufen.
Das eine ist Mist, läuft auf demselben IP und auf demselben Port, ist eigentlich nur ein Duplikat zum Testen gewesen. Das habe ich noch nicht rausgelöscht. Und dann habe ich hier die www.cf drin, die müsst ihr auch eingeben. So, was jetzt die YouTuber allerdings nicht verraten. Die YouTuber, die anderen, also zumindest die Videos, die ich mir angeguckt habe, die sagen, gebt hier einen Domainnamen ein, gebt hier das Ding ein, was ihr haben wollt. Und gut ist. So, Erfahrung, die ich gemacht habe. Erstens, Port 80 geht durch den Tunnel nicht durch. Zumindest habe ich es nicht ans Laufen gekriegt. Okay, also sagen wir mal, wir wollen MyPHP-Admin, das ist in der Regel immer Port 8080, in der Regel. Und wenn ihr wollt, dass das auch funktioniert, dann müsst ihr eine Subdomain vergeben. Dann müsst ihr hier bei Subdomain was reinschreiben. Da könnte ich jetzt zum Beispiel MyPHP reinschreiben. Das heißt, wenn ich jetzt im Internet bin, irgendwo in der großen, weiten Welt und ich gebe ein www.myphp, meine Domain, passiert gar nichts. Die Subdomain ist quasi der Ersatz für www. Das heißt, ihr habt dann als Adresse, die ihr aufrufen könnt, wenn ihr unterwegs seid, https://myphp, also das hier, Punkt, eure Domain. Und das leitet ihr weiter in eurem lokalen Netzwerk auf diese IP-Adresse und auf diesen Port. Sprich, ihr könnt also nicht www.myphp.eure Domäne Doppelpunkt und irgendeinen Port angeben. Das geht nicht. Es geht nur myphp.eure Domäne ohne Portangabe. Und die Weiterleitung erfolgt auf diese Adresse mit diesem Port. So, wenn ich jetzt https://www.meine Domäne haben will, dann muss ich folgende Anlage machen. Eine Subdomain mit www, das ist der Trick, den habe ich rausgekriegt, der funktioniert. Dann eure Domäne dazu und die URL, wo das Ganze hin soll, die Maschine in eurem lokalen Netz und der Port, auf dem das weitergeleitet wird. In dem Fall wird es auf den Port 8088 weitergeleitet. Das ist wichtig zu wissen. Solltet ihr das hier leer haben, kriegt ihr echt ein Problem, hier eure Domäne zu finden und anzusprechen. Port 80 funktioniert auch nicht. Ansprache über www könnt ihr einrichten, allerdings wird weitergeleitet nur auf diesen Port. Ihr könnt zweimal Subdomain mit www einrichten. Wenn das nicht funktioniert, dann legt ihr halt je nach Dienst eine eigene Subdomain an. Das würde ich euch sowieso empfehlen. Also www zum Beispiel könnt ihr hernehmen für WordPress, Myst könnt ihr hernehmen für Mysterium, dann macht ihr euch noch Home, zum Beispiel hier Subdomain Home für einen Home-Assistenten und leitet die dann halt weiter auf 9000. So würde das dann aussehen. Dann könntet ihr https://home. Eure Domäne aufrufen und würdet auf dieser Maschine Port 9000 landen und das wäre dann euer Home Assist. Okay? Das ist wichtig zu verstehen. So, das nehme ich jetzt kurz nachträglich auf, das muss ich jetzt noch reinschneiden, das habe ich vergessen, das erklärungstechnisch für euch noch relativ interessant sein dürfte und das solltet ihr wissen. Ich habe die ganze Zeit gesagt, ihr gebt im Internet ein https und eure Adresse. Ihr könnt das HTTPS auch weglassen und www. eingeben, das würde er auch auflösen. Allerdings sind da noch ein paar kleine Einstellungen. Ich gehe noch mal hier rein. Wir haben hier unten HTTP eingegeben, Weiterleitung. Wo kommt das HTTPS her? Ich kann das hier auswählen, HTTPS, ist kein Problem. Allerdings muss ich dann noch extra Einstellungen machen und muss auf meiner WordPress, die jetzt quasi hinter der 8088 hängt,
die SSL-Zertifikate quasi installieren und einrichten und besorgen. Lasst das auf HTTP, das ist so absolut okay, denn Cloudflare verschlüsselt euren gesamten Datentransfer mit SSL. Das heißt, ihr habt immer euer Schloss oben dran und eure Seite ist immer sicher. Ihr müsst bei diesen Sachen keine SSL-Zertifikate installieren und verwalten. Das entfällt alles, das macht alles Cloudflare für euch. Okay? Dafür müssen wir aber noch eine Einstellung korrigieren. Dafür gehen wir noch einmal auf Standard-Dashboard von Cloudflare, auf die Startseite und wählen unsere entsprechende Domain aus. Dann gehen wir auf SSL TLS Certificate und das müsst ihr noch einstellen hier. Vollständig. Den Rest, der bleibt so wie er ist. Und dann geht ihr noch auf Edge Certificate. Das totale TSL, das müsste aus sein. HTTPS immer verwenden, das müsstet ihr einschalten. Das ist normalerweise bei euch aus. Und der Rest müsste eigentlich so passen. Ne? Da müsstet ihr eigentlich gar nichts mehr machen. Ich lasse euch das nur ganz kurz durchscrollen, damit ihr meine Einstellungen seht, falls ihr das nochmal abgleichen wollt. Gut, das war's noch mit diesem Nachtrag. Okay, solltet ihr trotzdem Probleme bei der Einrichtung oder Konfiguration der ganzen Sache haben oder dem Video zu folgen, könnt ihr gerne unten den Link zur KSC benutzen. Wir übernehmen das gerne für euch, suchen den Fehler, beheben diesen. Das gleiche gilt für Schadsoftware, Installationsservice, Update-Service, einfach den PC mal aufräumen. Die KSC übernimmt Remote eigentlich so gut wie alle IT-Dienste für 25 € die Stunde ohne Vertragsbindung oder sonstige Ecken, Haken und Ösen. Dann, wenn euch das Video gefallen und geholfen hat, lasst bitte einen Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Und für eine Unterstützung, Spendenlinks finden sich auch in der Videobeschreibung, wären wir natürlich auch dankbar, denn das ist immer alles mit Arbeit verbunden, so ein Video für euch zu erstellen. Bitte vergesst das nicht. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und einen schönen Tag noch.